Wer, was, wo, warum, wieso, weshalb, wie viel und. Das sind alles W-Fragen, W-Wörter, unser Thema. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sali und ich freue mich, dich beim Deutschlernen zu unterstützen. Heute lernen wir die W-Fragen, W-Wörter. Ja, lass uns erstmal die W-Wörter kategorisieren. Wie das geht, zeige ich dir wie immer, ohne viel Bla, volle Konzentration an der Tafel. Direkte W-Fragen. Herzlich willkommen an der Tafel. Wir starten auch gleich. Wie du siehst, habe ich hier die Fragetypen. Also, welche Fragetypen haben wir in der deutschen Grammatik? Wir haben zwei Fragetypen. Einmal die direkten Fragen und einmal die indirekten Fragen. Die indirekten Fragen sind erstmal nicht interessant. Das lernen wir später. Heute sind die direkten Fragen, also die direkten W-Fragen interessant. Das lernen wir heute. Und direkte Ja-Nein-Fragen lernen wir im nächsten Video. Du solltest dieses Schema einfach lernen und verstehen, wie viele Fragetypen wir in der deutschen Grammatik haben. Das kann dir später sehr viel helfen. So, lass uns die Fragetypen in zwei Kategorien aufstellen. Einmal die direkten Fragen und einmal die indirekten Fragen. Die Unterscheidung wäre wichtig und auch gut, denn so lernen wir Schritt für Schritt weiter. Lass uns jetzt aber mit den direkten W-Fragen weitermachen. So, machen wir weiter mit den direkten W-Fragen. Warum heißt das W-Fragen? Du siehst, hier habe ich ganz viele Fragen und alle beginnen mit einem W. Also W-Fragen, ja? Deswegen sagen wir einfach W-Fragen. Ja, bevor wir aber zu diesen Fragen kommen, möchte ich noch die Satzstruktur mit W-Fragen mit dir kurz lernen. Schreiben wir eine Frage mit wie viel. Zum Beispiel, wie viel kostet das Auto? Ja, wie du siehst, habe ich jetzt hier die Frage und wichtig ist hier, die Position 1 ist meine Frage, also meine W-Frage. Position 2 ist wieder mein Verb. Also unser Verb, unser Zentrum bleibt an der zweiten Position. Und hier kommt dann Objekt, Zeit, manchmal auch ein Pronomen und so weiter. Ja, wichtig ist erstmal die Position 2. Nicht vergessen, auch bei W-Fragen sitzt mein Verb an der zweiten Position. Wir machen weiter. So, beginnen wir auch schon mit der ersten W-Frage. Wer? Ich habe das versucht, anhand eines Bildes dir darzustellen. Wer bist du? Ich bin Sali. Also, wer? Wir fragen mit wer nach Personen. Ja, ist Nominativ. Dazu kommen wir aber auch später. Ein paar Beispiele. Wer lernt Deutsch? Du lernst Deutsch. Oder wer spielt Gitarre? Er spielt Gitarre. Oder Maria spielt Gitarre. Mein Vater spielt Gitarre. Und so weiter. Also wer. Machen wir mit der nächsten weiter. Was? Also, auch hier habe ich ein Bild für dich. Ich denke, das ist einfach zu verstehen. Was ist das? Das ist eine Banane. Die Frage, was? Banane. Oder was lernst du? Ich lerne Deutsch. Also, was? Deutsch. Oder was kocht er? Er kocht Spaghetti. Genau.
Auch hier eine wichtige Frage, was? Gehen wir weiter zu der nächsten Frage. Wo? Auch eine sehr wichtige Frage. Wo, also du siehst, wo ist deine Position? Also wo ist dein Platz? Wo bist du? Ich bin in Berlin. Also wo in Berlin? Oder wo wohnt sie? Sie wohnt in München. Oder wo kauft er Brot? Er kauft in der Bäckerei Brot. Die Frage wo? Ganz wichtig. Machen wir weiter. Jetzt kommen wir zu einer anderen wichtigen W-Frage. Wie? Auch hier habe ich versucht, mit einem Bild dir das zu erklären. Also, wie mache ich aus einem Papier einen fliegenden Flieger? Aber wie ist auch ein Allrounder? Es gibt verschiedene Fragen dazu. Ich habe jetzt mal ein paar wichtige geschrieben. Wie ist das Wetter? Das Wetter ist sonnig. Also mein Adjektiv. Wie ist das Wetter? Sonnig. Oder wie geht es dir? Danke, gut. Wie heißt du? Ich heiße Michael. Oder wie alt bist du? Ich bin 42 Jahre jung. Ja, also, Wie-Fragen sind wichtig. Als Antwort zu der Wie-Frage antworten wir auch meistens mit einem Adjektiv. Bis jetzt haben wir wer, was, wo und wie kennengelernt. Das sind die Basis-W-Fragen und wir lernen jetzt noch ein paar andere. So, machen wir weiter mit der Frage wohin? Also ich habe jetzt hier ein Bild mal dargestellt, vielleicht ist es nicht so klar. Also wohin bedeutet, wohin gehst du? Also ich möchte diesen Platz wissen. Meine Position und wohin gehst du? Ja, wohin gehst du? Ich gehe zur Schule. Wohin? Zur Schule. Oder wohin fährt sie? Sie fährt zum Supermarkt. Also wohin? Zum Supermarkt. Wohin fliegt er? Er fliegt nach Brasilien. Du siehst, wohin? Nach Brasilien. Genau. Also, auch eine sehr wichtige Frage. Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Woher? Woher ist das Gegenteil von wohin? Also, meine Position ist hier und ich möchte wissen, von wo ich komme. Ich möchte das wissen. Ja, zum Beispiel, woher kommst du? Ich komme aus Spanien. Ganz wichtig. Woher kommt sie? Sie kommt von zu Hause. Oder woher kommt er? Er kommt aus Madrid. Wichtig, woher? Machen wir weiter. Wir haben sehr viele W-Fragen. Wann? Auch eine sehr klassische und Basis-W-Frage. Mit wann wollen wir die Zeit wissen? Wann gehst du zur Schule? Ich gehe um 7:45 Uhr zur Schule. Oder wann hast du Zeit? Ich habe am Samstag Zeit. Oder wann lernst du Deutsch? Ich lerne jeden Tag Deutsch. Machen wir weiter. Wie viel? Zum Beispiel, wie viel mit diesem Bild? Wie viele Personen siehst du? Also ich sehe 1, 2, 3 Personen. Also ich sehe 3 Personen. Oder wie viel kostet das Auto? Das Auto kostet 15.000 Euro. Oder
Wie viel Uhr ist es? Es ist 18:30 Uhr. Ja, auch eine wichtige Basis-W-Frage. Bis jetzt haben wir die wichtigsten 8 W-Fragen kennengelernt. Es gibt noch sehr viele davon und wie gesagt, im Laufe des Kurses werden wir weiter auch andere W-Fragen kennenlernen. Lass uns jetzt aber mal lernen, was formell und informell ist. So, machen wir jetzt mit einem anderen, aber einfachen, sehr einfachen Thema weiter. Wir haben in der deutschen Sprache formelle Anrede, also Sie. Wir sprechen mit unserem Chef oder mit alten Personen oder mit Personen, die wir nicht kennen, mit Sie. Also ganz einfach ausgedrückt in einer Respektform. Dann benutzen wir eigentlich immer wie heißen Sie, woher kommen Sie oder wie alt sind Sie, wo wohnen Sie, welche Sprachen sprechen Sie, was sind Ihre Hobbys und so weiter. Ja, das Ganze heißt formell, also Respekt. Und informelle Anrede, also du, sprechen wir eigentlich mit unserer Familie oder mit Freunden, mit Bekannten und manchmal auch mit Kollegen. Und dann benutzen wir einfach du. Wie heißt du? Woher kommst du? Wie alt bist du? Wo wohnst du? Welche Sprachen sprichst du? Was sind deine Hobbys? Und so weiter. Bei der informellen Anrede benutzen wir du. Nicht vergessen. Formell ist Respekt. Also, wir sprechen formell mit unserem Chef oder mit Personen, die wir nicht kennen. Und informell sprechen wir mit unserer Familie, Kindern, Freunden, Kollegen und so weiter. Das ist der Unterschied und das war's auch schon mit den W-Fragen. Falls du Fragen hast zu dem Thema, dann schreibe mir unten in die Kommentare eine W-Frage. Ich beantworte sie dir gerne. Und vergiss nicht, Praxis, Praxis, Praxis. Also, ich danke und sage Tschüss. Tu es für dich und beginne noch heute damit, Deutsch zu lernen. Herzlich willkommen bei berufsdeutsch.de. So, wie immer habe ich für dich wieder Hausaufgaben vorbereitet. Du solltest hier vielleicht einen Stopp machen, also das Video stoppen und du kannst gerne probieren, die Hausaufgaben zu machen. Die Antworten kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Also, die Hausaufgabe ist, schreibe passende W-Fragen. Zum Beispiel, er ist der Chef. Was muss ich fragen? Zum Beispiel, wer ist der Chef? Und so weiter. Also wer. Gut, den Rest kannst du gerne selber machen. So, das war's auch schon mit den W-Fragen. Im nächsten Video machen wir mit den Ja-Nein-Fragen. Den Link findest du hier.